schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, ich habe noch 2 Videos für euch in diesem Jahr und zwar möchte ich euch heute so traditionell Neujahreskrapfen zeigen oder wie es wir nennen, Mutzen. Und zwar sehen die so aus. Das sind so kleine krapfenartige Mini-Bällchen, wobei ich habe sie jetzt nicht mit Hefe gemacht, sondern mit Quark. Und deswegen sind es bei mir Quarkmutzen. Und wie die funktionieren, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Dafür brauchen wir 250 Gramm Quark, ich hatte Magerquark, 2 Eier Größe M, 160 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, 250 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver und dann brauchen wir noch Fett zum Ausbacken und Puderzucker zum Bestäuben. Ja, es geht sehr einfach. Wir geben jetzt einfach das Mehl, den Zucker, den Vanillezucker und die Eier in die Schüssel. Und dann kommt hier natürlich auch noch der Quark dazu. Und das wird jetzt einfach nur mit einem Knethaken verknetet. Und das dauert so gute 6 bis 7 Minuten. Der Teig wird erst etwas fester. Hier gebe ich noch das Backpulver dazu, das hätte ich jetzt fast vergessen. Er wird erst ein bisschen fester, also so ein richtiger Knetteig. Und dann, je länger er geknetet wird, umso weicher wird er wieder. Und so brauche ich ihn auch. Also das ist genau richtig. Wundert euch nicht, das passt so. Jetzt ist mein Teig fertig. Genau so muss er sein. Perfekt. Jetzt nimmt er einen großen Topf, einen Weidentopf besser gesagt, und da gibt er jetzt, ja, je nach Gefühl, 1 Liter, 1,5 Liter Öl hinein und das erhitzt ihr. Das Öl sollte nicht heißer als 180 Grad sein, also das langt vollkommen. Während mein Fett sich erhitzt, gebe ich meinen Teig in einen Spritzbeutel. Ihr könnt es aber auch mit einem Löffel machen. Nur ich wollte kleine Mutzen. Und mit einem Löffel werden sie extrem groß und deswegen habe ich in einen Spritzbeutel. Es geht auch irgendwie einfacher und schneller. Und da gibt es einfach den Teig hinein und dann wird er so stückchenweise ins Fett gespritzt, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Er lässt sich auch schön lösen, also sieht man hier richtig gut, es ist ein total angenehmer Teig. So sieht es dann aus. Das bleibt noch kurz in meinem Glas, denn ich schaue jetzt mal kurz nach dem Öl. Was ihr noch braucht, ist ein Gitter. Da legt ihr ein Küchentuch darauf und so eine Schaumkelle. Da kann man nämlich die Mutzen richtig schön herausnehmen. Und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Es geht ganz einfach. Ihr braucht noch eine Schere. Mein Fett ist perfekt. Jetzt drücke ich einfach ein bisschen an, bis so eine kleine Wurst rauskommt und dann schneide ich das einfach ab. Und das verformt sich dann schon noch. Was ihr noch achten müsst, wenn die in das Öl plumpsen und auf den Boden kommen, gleich lösen, weil es kann nicht passieren, dass sie da festbrennen. Ist am Anfang bei mir passiert, musste ich mit der Kelle dann ganz schnell handeln und dann habe ich sie trotzdem noch retten können. Und jetzt dürfen sie ringsrum braun frittieren. Das war ungefähr, oh Gott, ich kann es echt nicht sagen, 3 Minuten. Also länger nicht, halt, wenn sie anfangen richtig dunkel zu werden, dann bitte raus damit. Und sie dann aufs Küchentuch legen, sodass sich das Öl ein wenig aufsaugt. Und dann dürfen sie dort auskühlen. Und das hat so herrlich nach Vanille geduftet. Also das, ja, die sind so lecker. Ja, wenn sie ausgekühlt sind, oder halt, ja, hier zeige ich euch mal einen, da breche ich einen auf. Also so lecker. Das Zeug könnte ich jeden Tag essen. Wenn sie dann ausgekühlt sind, einfach ein bisschen Puderzucker darüber geben oder darüber streuen. Ihr könnt sie auch in Puderzucker wenden. Ihr könnt sie aber auch weglassen, den Puderzucker, weil ich finde, eigentlich sind sie süß genug. Aber mit dem Puderzucker sind es noch ein Tick süßer und schauen auch schöner aus. Ja, und dann sind die Mutzen, die Neujahreskrapfen, fertig. Meine Tante backt die immer zu Silvester. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie das geht. Bei uns ist ja schon eine kleine Tradition und sie sind einfach mega lecker. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Video von meinen Mutzen. Ich finde, zu Silvester sind die perfekt. Die haben Suchtpotenzial, also da, wenn es mal anfängt, da hörst du nicht mehr auf. Und es sind auch was für ein Karneval, für Fasching sind sie auch mega gut geeignet.
Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis demnächst. Tschüss. Lecker.